Wenn man sich das vorher anguckt und dann anguckt, wie jetzt das Ergebnis aussieht und das mit einem Schleifmittel für 0 Euro, das finde ich ist wirklich der absolute Hammer. So, heute bauen wir uns eine Schleifscheibe für 0 Euro, denn die können wir uns komplett aus Resten bauen und die Ergebnisse, die wir damit erzielen, die müssen wirklich alles andere als schlecht aussehen. Ich habe vor wenigen Wochen diese Flasche hier geschliffen und poliert und viele haben gesagt, das ist ein absolut geniales Ergebnis. Viele haben aber auch gesagt, bist du verrückt geworden? Dieses Schleifrad, das kostet mal schlanke 45 Euro. Und das ist natürlich eine Menge Geld, das wollen sich viele nicht leisten und das können sich viele nicht leisten. Und allgemein sind Schleifmittel wirklich unglaublich teuer geworden. Selbst wenn man sich mal so einen kleinen Schleifmopp in einer vernünftigen Qualität kauft, dann kostet er schnell mal 7, 8 Euro. Und dafür habe ich heute eine geniale Alternative. Das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe. Sowas gibt es schon wirklich sehr, sehr lange. Ich kenne das unter dem Begriff Flattermann. Ich habe früher mal in einer Firma gelernt, da wurde das auch sehr viel eingesetzt mit wirklich tollen Ergebnissen. Und das holen wir heute einfach mal wieder aus der Versenkung raus. Ich muss aber ganz klar sagen, alle, die jetzt irgendwo Schnappatmung kriegen, das ist kein zertifiziertes Schleifmittel, ganz einfach abschalten. Das Video ist nichts für euch. Für alle, die aber sich solche Ergebnisse hier angucken wollen, so sah es vorher aus, verkratztes, altes, mattes Blech und das habe ich ganz einfach mal so wieder aufpoliert mit einem Schleifmittel, was ich mir aus Resten selber gemacht hätte. Diese Reste habe ich sonst normal früher immer weggeschmissen. Was man jetzt für so eine 0 Euro Schleifscheibe braucht, ist altes Schleifpapier. Ich habe hier zum Beispiel Reste von meinem Bandschleifer. Das Ganze ist abgenutzt, das würde ich normal wegschmeißen. So kriegt das Ganze aber wieder noch ein neues Leben. Man kann anderes altes Schleifpapier nehmen oder man fragt jemanden, der in einer Firma arbeitet, wo geschliffen wird, irgendwelche alten Reste von Schleifpapier. Dieses Schleifband ist 50 mm breit, das ist wirklich ideal. Und jetzt brauche ich noch Holzklötze, die auch 50 mm breit sind. Und die habe ich auf 125 mm Länge abgeschnitten. Einen Holzklotz habe ich mir gleich mittig angezeichnet und den nehmen wir jetzt als Leere. Das heißt, ich brauche von meinem Schleifpapier 8 Streifen, 125 mm lang. Ich habe mir das einfach gemacht. Ich mache das ganz einfach an der Handhebelschere. Wenn man sowas nicht hat, eine ganz normale Schere tut es auch und dann kann man sich das Schleifpapier ganz einfach zuschneiden. So, und die Streifen Schleifpapier, die können wir jetzt ganz einfach ordnen und können die dann mit den Holzklötzen zusammendrücken. Ich habe mir die hier auf dem Schweißtisch aufgespannt. Das kann man aber auch im Schraubstock machen. Wichtig ist, dass das Ganze vernünftig zusammengedrückt ist, dass hier irgendwo alles schön gleichmäßig ist. Und dann haben wir ja oben unseren Anriss und da können wir jetzt bohren. Und in dieser Aufnahme sieht man, da mache ich das sogar verkehrt. Das heißt, ich bohre hier erst durch Schleifpapier. Das ist natürlich ein Fehler. Man sollte von der Rückseite durch den Träger bohren, das geht viel einfacher und man ruiniert sich nicht so schnell seinen Bohrer. Was für eine Bohrung man hier jetzt setzt, das ist die Entscheidung, was man hinterher wirklich für einen Dorn nimmt. Ich habe hier einen ganz einfachen Dorn, den habe ich mir sogar gekauft. Den gibt es von Wolfkraft und der kostet, glaube ich, 5 Euro. Der hat den riesengroßen Vorteil, der hat Linksgewinde. Das heißt, wenn ich damit schleife, zieht sich das Ganze noch fest. Und viele sehen jetzt schon, wo ich drauf hinaus will. Ich brauche im Prinzip irgendwas, wo ich das Schleifpapier hinterher mit spannen kann. Das kann eine M12er Schraube sein, die man sich unten abdreht. Oder halt irgendwas anderes, was man in die Richtung hat, oder man kauft sich solchen Dorn. Und jetzt kann man das Ganze hier einfach draufsetzen. Und die ersten 4 drehe ich um, mache das Schleifpapier nach unten, also das Schleifmittel nach unten, drehe die drauf, drücke die hier vorsichtig drauf und die anderen 4 setze ich dann genau umgekehrt drauf. Versetze das immer wieder um 90 Grad und dann habe ich hier so eine Schleifscheibe erstellt. Sieht also gar nicht mal schlecht aus. Das Ganze wird dann natürlich mit beiden Scheiben vernünftig gespannt, vernünftig zusammengedrückt. Und jetzt brauchen wir hier auch unsere Trennscheibe. Das heißt, ich bin wieder an die Handhebelschere gegangen. Das könnte man natürlich auch wieder irgendwo mit einer normalen Schere machen. Und dann bin ich einmal ringsrum gegangen und habe mir die ganzen Überstände, die hier natürlich entstehen, ganz einfach abgemacht. Das hört sich jetzt alles ein bisschen komplex an, aber wenn man jetzt sieht, von wegen, ich brauche ungefähr 1 Minute,
dann ist die Schleifscheibe einsatzfähig. Wenn man einmal diese Holzklötze hat oder so, geht das wirklich unglaublich schnell. Und im Prinzip braucht man nur altes Schleifpapier und man braucht irgendeine Aufnahme. Wenn man sich so einen Dorn nicht irgendwo herstellen kann, dann kauft man sich den einmal für 5 Euro. Das wird sich über die Jahre sicherlich rentieren, weil sowas sollte wirklich ewig halten. Ansonsten, wie gesagt, kann man sich eine alte Schraube abdrehen lassen oder ähnliches oder selber abdrehen, wenn man die Möglichkeit hat. Was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich irgendwo eine Maschine, die sich auch dreht. Und dann sieht man, ich habe hier wieder meine schöne alte Bosch Bohrmaschine, die nehme ich seit Jahren dafür, die überlebt das auch seit Jahren. Und davon kommt vorne der Dorn rein, dann wird das Ganze schön angespannt und fertig ist wirklich der Low-Budget-Schleifer. Und das sieht jetzt natürlich ein bisschen verrückt aus, das funktioniert aber. Das kann ich euch wirklich versprechen, das zeige ich euch jetzt an verschiedenen Beispielen. Das ist jetzt erstmal Schleifpapier, das hat 40er Korn. Und dieses Schleifpapier mit 40er Korn hat einen sehr harten Träger. Das ist erstmal so eine Sache, damit habe ich einen guten Abrieb, habe aber auch eine sehr, sehr gute Standzeit, eine sehr, sehr gute Härte. Und man sieht an den ersten kleinen Schleifversuchen, dass sowas wirklich funktioniert. Ich habe also hier diese alten Torbänder, die hatte ich neulich auch schon mal angefangen, so ein bisschen überzuschleifen. Und wenn man das jetzt so sieht, von wegen, dann kriege ich hier doch einen Schliff rein. Kriege ich hier einen schönen Schliff rein, ich habe die ganzen Kratzer entfernt, habe so einen gewissen Abrieb hier und das funktioniert. Also wir steigern uns langsam. Ich zeige euch erstmal die bisschen schlechteren Ergebnisse und dann werden wir langsam immer und immer besser. Diese Schleifscheiben sind im ersten Moment sehr hart, die müssen sich so ein bisschen hinbiegen. Man kann auch erstmal irgendwo auf so einem Testmaterial draufgehen, wo man das Ganze so ein bisschen anschleift. Aber wenn man da so kurz mit geschliffen hat, von wegen, dann funktioniert das wirklich richtig gut. Wir arbeiten hier nicht mit der Fläche, wir arbeiten so ein bisschen mehr mit der Kante. Das heißt, richtig schön rüberschleifen. Man kann das auch immer in eine Richtung machen, dass man es so ein bisschen schräger hält, ein bisschen auf Zug oder ein bisschen auf Schieben und dann kann man hiermit ganz einfach schleifen und dann kriegt man hier wirklich schöne Ergebnisse. Und das Ganze ist vom Schliff nicht so homogen, es ist aber auch nicht so ein runder Schliff, manche nennen das Sichelschliff wie bei einer Schleifscheibe, es ist mehr so ein bisschen ein Schliff, der so ein bisschen in alle Richtungen geht und damit so ein ungleichmäßiges Chaos erzeugt, das wieder dann optisch aber doch so eine gewisse Gleichmäßigkeit hat. Ich weiß nicht, wie man das sonst so nennen soll. Ich denke, ihr versteht schon, was ich meine. Und man kann hiermit wirklich vernünftig schleifen. Und ich habe sowas auch das letzte Mal vor 25, 30 Jahren in der Hand gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sowas funktioniert. Der ist jetzt hier 40er Korn, das heißt, der hat einen harten Abtrag. Das ist auch eine relativ harte Scheibe. Aber wir können uns das Ganze natürlich auch aus 120er Korn Schleifpapier bauen. Das habe ich auch noch da. Und daraus baue ich einfach nochmal das Gleiche. Und wenn man das einmal gemacht hat, von wegen diese Hölzer parat liegen hat, dann geht das wirklich in kürzester Zeit. Und mit diesem feineren Schleifpapier, da kriegt man jetzt wirklich schon tolle Ergebnisse hin. Das Ganze ist natürlich auch ein bisschen flexibler als das sehr grobe Schleifpapier, das merkt man gleich. Das ist hier ein Vierkantrohr. Dieses Vierkantrohr ist hier oben verschweißt gewesen. Das hatte hier auch eine schöne Kante und diese Kante habe ich einfach mal beschliffen, dass man die hier nicht mehr sieht, diesen Übergang, und habe in das ganze Rohr so einen schönen Schliff reingebracht. Dieser Schliff ist noch nicht perfekt. Ich zeige euch gleich noch, wie es noch besser geht. Das ist aber schon mal ein erstes wirklich sehr, sehr schönes Ergebnis, was wirklich alles andere als verkehrt aussieht. Und man sieht dieses vom Schliffbild her, das ist immer nicht so geordnet, ein Strich in alle Richtungen. Es ist immer so in verschiedene Richtungen. Es gibt aber so eine gewisse Gleichmäßigkeit, dass das Ergebnis doch wieder richtig schön aussieht. Das habe ich zum Beispiel hier auch auf diesem Blech gemacht. Das Blech war auch relativ verhunzt. Wo in der Oberseite ist das geschweißt, wo die Schweißnaht, die drückt sich hier so ein bisschen durch, das sieht man immer noch. Aber das Material an sich hat auch ein schönes Schliffbild bekommen. Und das ist auch ein sehr schönes Ergebnis. Das ist ein altes, vergammeltes Rohr. Dieses Rohr habe ich ganz einfach mal übergeschliffen und dann hat man hier wirklich so ein schönes Ergebnis. Und hier habe ich beim Schleifen ganz einfach die Bohrmaschine in den Schraubstock eingespannt und bin dann da mit der Hand vorsichtig lang gegangen. Man sollte immer vorsichtig sein, immer Schutzausrüstung tragen, sollte man darauf achten, immer eine Brille tragen. Besser beim Schleifen ist sogar immer noch ein Schleifvisier zu tragen. Dann kann man hier aber wirklich tolle Ergebnisse erzielen. Und wenn man das so sieht oder so, das sieht schon wirklich richtig, richtig gut aus. Oder wenn man sowas hier sieht und das Ganze mit so einer einfachen Schleifscheibe.
Genauso hier auf dem Torband, das habe ich auch damit übergeschliffen. Das fühlt sich auch schon richtig fein an. Diese Torbänder haben vorher so eine richtig eklige Oberfläche gehabt, teilweise mit ein paar Schleifspuren dran. Und jetzt sieht das wirklich auch schon richtig, richtig gut aus. Wir können das Ganze natürlich noch steigern, weil man kann nicht nur Schleifpapier nehmen. Man kann sich so einen Flattermann, wie ich das immer so schön nenne, auch ganz einfach aus Schleifflies machen. Das heißt, wir schneiden uns Schleiffliesstreifen ab und diese Fließstreifen, die können wir hier genauso einspannen und das funktioniert wirklich genauso. Und dadurch wird es natürlich noch mal deutlich besser. Das heißt, wir nehmen erst altes Schleifpapier, bauen uns daraus einen Mob, können grob vorschleifen, können dann feiner schleifen und können dann im nächsten Moment mit so einem Schleifflies noch mal rübergehen und können dann die Oberfläche noch mal richtig schön bürsten. Und wenn man so das Ergebnis dann anguckt, das ist das hier, ne? Also wie gesagt, so sieht sowas vorher aus, ohne die Heftpunkte. Die habe ich gerade bei einem kleinen Übungsstück dran gemacht, aber es ist so eine richtig alte, vergammelte Oberfläche mit ein paar Kratzern, mit ein paar Macken und dann geht man darüber mit so einem Schleifmittel und dann erzielt man so ein Ergebnis. Und das Ganze geht dann halt auch bei so einem Rohr. So sieht so ein Rohr so ausgeschliffen und wenn ich hier mit so einer schönen Bürste noch mal rübergehe, dann kriege ich sogar so ein Ergebnis. Ist noch mal eine andere Liga und wie gesagt, das sind Low-Budget-Schleifmittel, die wirklich extrem gut funktionieren und das wollte ich halt ganz einfach mal zeigen, weil viele Leute sagen von wegen nicht immer so teuer und. Und wir sind eindeutig hier ein Heimwerker-Kanal, das heißt, hier werden einfache, günstige Lösungen präsentiert und mit den Bürsten, das kann ich auch noch mal ganz kurz zeigen, kann man natürlich auch Oberflächen einfach so ein bisschen sauber bürsten. Das gibt teilweise auch wirklich schon einen schönen Look. Das heißt, vorher sah es so alt und stumpf aus und dann geht man hier einmal rüber und dann hat man hier schon ein deutlich schöneres Ergebnis. Ich würde mal behaupten, das sind Ergebnisse, die sehen mal alles andere als schlecht aus. Ich habe hier nicht auf die Materialien geachtet. Das heißt, das ist Stahl, das ist Chrom-Nickel-Stahl, das ist Aluminium. Das ist natürlich normal eine Todsünde. Das sind hier einfach kleine Versuche, ob das Ganze funktioniert. Man würde sonst halt natürlich den Stahldreck oder den Dreck vom Aluminiumrohr hier ganz einfach in den schönen Chrom-Nickel-Stahl reinreiben und dann ist natürlich die Gefahr da, dass man hier relativ schnell wieder Rost, Korrosion und so weiter erhält. Das sollte man natürlich niemals machen. Das als kleine Ergänzung. Ansonsten hoffe ich, meine kleine 0-Euro-Schleifscheibe hat euch gefallen. Wenn ihr weitere interessante Tipps und Tricks zum Schweißen, Schleifen, Metallbearbeitung haben wollt, dann freue ich mich natürlich immer tierisch über ein Abo für so einen Kanal. Bis dann und viel Spaß beim Schleifen, euer Manni.